Hallo meine Freunde, ihr seid wieder auf meinem Kanal in Solo. Heute erzähle ich euch noch ein paar interessante Geschichten von Sängern, die ihre Stimme verloren haben, Teil 2. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, dem rate ich, es unbedingt zu machen. Einige Geschichten werden euch schockieren. Hier ist der Link. Und heute fangen wir mit Elton John an. Auch Elton John unterzog sich 1987 nach einer anstrengenden 15-monatigen Tour mit über 200 Shows einer Stimmbandoperation. Er hatte die Operation, die ein neues Kapitel seiner Gesangskarriere aufschlug. Und die Art, wie er gesungen hat, hat sich auch verändert. Bei seiner Rückkehr bemerkten die Fans, dass er eine neue, tiefe Stimme hatte. Elton sagt: „Meine Stimme habe sich in den letzten Jahren am besten verbessert. Es hat mehr Resonanz“, gab Elton gegenüber Billboard 2004 zu. „In der Mitte meiner Karriere veränderte sich meine Stimme. Vielen Dank. Und ich lernte richtig zu atmen. Ich würde zu einem besseren Sänger. Ich würde ein Sänger, der Klavier spielt und nicht ein Pianist, der singt. Nun lasst uns vergleichen.“ What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What have I gotta do to make you care? What do I say when it's all over? What do I say when it's all over? Teilweise spielte natürlich das Alter auch eine Rolle in der Stimmenveränderung, aber die Stimme hat sich tatsächlich sehr stark verändert. Die nächste Diva ist Mariah Carey. Ihre Geschichte ist echt interessant. Mariah hat auch Knötchen an ihren Stimmbändern, aber sie kann sich glücklich schätzen, sie zu haben. Dank ihnen singt sie die berühmten Pfeiftöne, für die sie bekannt ist. In einem Interview sagte sie, dass sie gelernt habe, mit ihnen zu arbeiten, da sie seit ihrer Kindheit habe. Bei Kindern ist dies übrigens ein sehr häufiges Problem, da sie ihre Stimme nicht kontrollieren können und zum Beispiel viel schreien. I actually have nodules, and I've never had them removed because I was just told not to. And then one of my vocal doctors told me that that's the reason that the high note thing is you're sort of like when they're bigger sometimes that part of my voice is stronger. It's weird. I don't know. Depends on the day. When they're more soft, sometimes the belted register is stronger for me. Seht ihr, wie alles individuell ist? Einige quälen sich mit Stimmbandknötchen und müssen unters Messer, den anderen stören die gar nicht. Und mit deren Hilfe sind sie berühmt geworden. Krass. Weiter. Justin Timberlake unterzog sich 2005 einer Operation zur Entfernung von Stimmbandknötchen, obwohl er immer noch Stimmprobleme hat. Aufgrund einer Stimmbandverletzung sagte er 2018 mehrere Auftritte ab. „Meine Stimmbänder sind ernsthaft angeschlagen“, gibt Timberlake auch den Grund für die Absage an. Ja, Stimmerholung hilft eigentlich meistens bei den leichten Stimmproblemen. Aber wenn man jeden Tag Konzerte hat, dann können aus Kleinigkeit große Probleme werden. Die nächste ist Björk. Sie machte 4 Jahre lang spezielle Übungen, um Stimmbandknotenoperationen zu vermeiden. Aufgrund einer Entzündung dieser Knötchen musste Björk 2012 einen Auftritt absagen. Obwohl sie 4 Jahre lang versuchte, die Knötchen mit Hilfe natürlicher Methoden der Stimmbanddehnung herauszubekommen, wurde sie schließlich operiert. Und nach 3-wöchigem Schweigen war ihre Stimme wieder so gut wie vor dem Auftreten dieser Knötchen. Steven Tyler ist der nächste auf der Liste. Steven Tyler hatte einen Blutgefäßriss in seinen Stimmbändern, der ihn natürlich daran hinderte, richtig zu singen. 2006 unterzog er sich einer Laseroperation, die den Gefäßriss versiegelte. Ja, kein Wunder, jahrelang konsumierte er Drogen aller Art, trank. Zeitweise ging Tyler nicht ohne Alkohol auf die Bühne. Aber keine Operation hinderte ihn daran, so zu klingen, wie er vor vielen Jahren klang. Bis heute singt er die unglaublich hohen Töne. Then you get the perspective of a surgical microscope, so you get to see decades of high-performance singing and the effect on these soft tissues. That's bizarre. What exactly are we looking at right there? You are looking at Stephen creating sound at unusual frequencies for these. His vocal fold tissues that are vibrating at that point are probably the size of an infant, but he's driving it with unbelievable lung pressure. Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, about that bass. Im Jahr 2016 musste sich die Sängerin bereits zum 2. Mal an ihre Stimmbändern operieren lassen. Ein Eingriff, dessen Nachwirkungen für sie zur absoluten Qual wurden. Nach der Operation habe ich den Tiefpunkt erreicht.
Ich fühlte mich wie besessen, als ob mich Dämonen angreifen würden, berichtete sie. Das Leiden der Sängerin sei sogar so weit gegangen, dass sie kaum noch entspannt die Augen haben zumachen können. Ich konnte nicht schlafen, weil ich Angst hatte, am Morgen nicht aufzuwachen. Ich fühlte mich buchstäblich, als sei ich verrückt geworden. Ich dachte, ich wäre schizophren. Um den Erfolg des Eingriffs nicht zu gefährden, war Trainer dazu gezwungen, 4 Monate lang nicht zu sprechen. Oh Gott, 4 Monate lang darf ich kein Wort sprechen. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hatte Stimmbandpolypen. Was Stimmbandpolypen heißen, habe ich schon in dem ersten Teil erzählt. Megan musste ihre Stimme trainieren, nachdem ihre Stimmlippen mehrfach geblutet haben. In den Jahren 2015, 2016 und wenn ich mich nicht irre, auch in 2018. Ihr Mann und ihr Vater haben gelernt, mit ihr über Gebärdensprache zu kommunizieren. Und sie hatte sogar ein Gerät, das ihr geholfen hat, ihre Gedanken auszudrücken, ohne zu sprechen. But I had a polyp on my vocal cords, yeah. and it was so bad that it hemorrhaged. And These are words you don't want. It looked like a bloody pop pimple on my cords, and I had to vocally shut down for months. To, like, no talking? No, nothing. I had an app on my phone. My father built me this speaker that I would hang over my like a necklace, and I would type, and it would be like, "Hello, Dad." Robots. Like Stephen Hawking. Yeah. I was Stephen Hawking for like a couple months. Die nächste ist Celine Dion. Celine Dion hatte aufgrund einer Viruserkrankung eine Stimmbandschwäche. Außerdem hatte sie Depressionen wegen dem Tod ihres Mannes, was sich sehr stark auf ihren Geisteszustand und natürlich die Stimme auswirkte. Celine Dion litt häufig an Viruserkrankungen und ihr Gehör verschlechterte sich dadurch. Aus diesem Grund liegt ihr ihre Stimme sehr am Herzen. Celine sagte noch in den 90er Jahren offen, dass sie beinahe ihre Stimme verloren hätte. Seitdem ist sie besonders vorsichtig mit ihrer Stimme. Sie versucht ihr Bestens, um ihre Stimme in Form zu halten. My main problem right now is my neck. So I cannot relax my vocal cords. So I cannot vocal exercise well. In this area here, starting here and here, is where it starts it's starting to hurt a little bit. Even as I'm touching it now. Mm-hmm. Big deep. Freddie Mercury. Bei Freddie wurden im Februar 1975 Stimmbandknötchen diagnostiziert. Er lehnte die Operation jedoch aus Angst ab, dass sie seine Stimme ruinieren würde. Unglücklicherweise für Freddie litt seine Stimme dadurch noch mehr. Mercury hat niemals eine Gesangsstunde gehabt. Und so singen, wie er das von Natur aus gemacht hat, kann aus mehreren Gründen nicht jeder. Er hat das klassische Belting verwendet. Und wenn man es so benutzt, wie Freddie es tat, ist viel Körperkraft erforderlich. Dieser Klang ist physikalisch sehr kompliziert und braucht viel Energie. Der Klang ist sehr inkonsistent und das führte oft dazu, dass Freddys Stimme oft brach. So you think you can love me and leave me to die? Oh! Aber dank dieses charakteristischen Klangs kennen wir seine Stimme. Die ganze Welt kennt seine Stimme. Das ganze Universum kennt diese Stimme. So, das Thema ist erledigt.
Jeder zieht für sich seine eigenen Schlussfolgerungen. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass jeder Sänger wenigstens einmal im Jahr zum Phoniater oder HNO-Arzt gehen muss, um die Stimme untersuchen zu lassen. Wer es nicht weiß, die Phoniatrie ist eine medizinische Disziplin, die sich mit Störungen der Stimme, des Sprechens, der Sprache und des Schluckakts therapeutisch, diagnostisch und wissenschaftlich beschäftigt. Die Stimme ist ein sehr sensibler Apparat, den wir ganz einfach verletzen können. Seid Vorsicht und vergisst bitte nicht, euch zu erholen. Vielleicht drehe ich später auch ein Video für euch über Stimmhygiene. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Passt auf euch auf, entwickelt euch und bis zum nächsten Mal. Teilweise spielte natürlich das Alter auch eine Rolle in der Kann aus mehreren Gründen nicht mehr